So, guten Morgen. Wir sind heute mit der Herde unterwegs. Ja. Am Little Mammut in München, okay? Wer war denn überhaupt schon mal beim Mammutmarsch gewesen? Ich brauch mal die Finger hin. Okay. Wer ist denn alles neu dabei? Oh, gut die Hälfte. Dann, liebe Altmammut, zeigt doch mal den Neuen, wie das bei uns läuft. Macht mal ein bisschen Lärm! Die Tradition. Ich schreibe Mammut und ihr gebt mit ein, was ihr könnt, Marsch. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Dann geht's gleich los in 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß und bis später! Unterwegs mit ganz tollen Leuten, mit die ich aus dem Umwelt kenne. Mit dem Team Alt und Blind. Ja, genau. Was für ein tolles Treffen. Also, Wahnsinn. wird eine tolle Wanderung heute Ja, haben. ja, super. Danke. Alles klar. So, wir sind jetzt nach wie vor am Starnberger See und es geht aktuell sehr flott für uns. Einfach, ist ja logisch, ne? Weil der Weg halt super ist. Ne? Und das nutzen wir aus. Ne? Da versuchen wir ein bisschen Tempo zu machen, dass man dann später bei schwierigen Stellen, wo wir Zeit verlieren, auch noch durchkommen. Ne? Ja. Ja, immer noch am Starnberger See, wunderbar hier. Jo, und wir debattieren gerade die ganze Zeit, ob wir den VP1 nicht einfach auslassen. Schauen wir Wir mal. sind gestern in München angereist. Ja. Der erste Zug ist schon mal ausgefallen. Ganz klasse. Ja, die Hinfahrt war schon mal wieder super DB-mäßig. Ne? Dann war der Zug voll wie Sau. Ja, Aber wir hatten tolle Gastgeber. Haben wenig geschlafen, sehr wenig. das Sind müde gestartet. Ja, Aber haben jetzt schon 7 Kilometer und einen Durchschnitt von 5,6. ja, km/h. cool, ne? Das passt doch, Leute, das passt doch. Das ist doch genau der richtige Start. Da darf man auch ein wenig müde sein, wenn das so gut vorangeht. So, das wird jetzt auch nach kurzer Zeit schon richtig warm. Da werde ich jetzt dann bald mal meinen Pulli ausziehen. Oh. Aber cool, Leute. Allein das Wetter ist ein Wahnsinnsgewinn heute, weil es soll nicht mal regnen und das Wetter einfach nur super sein. Wir freuen uns. Na? Vögel zwitschern. Jawohl. So Leute, nach einer kurzen Toilettenpause haben wir jetzt den VP1 auch weg. Ansonsten umgehen wir das einfach und laufen gleich weiter. Das Lustige ist, ich wurde an meiner gestrickten Mütze erkannt. Siehst du das? Gerade. So ist es, ne? Als Berühmtheit. Ne? So. Und hier ein U. Jawohl. Eine erste moderate Steigung haben wir jetzt dann auch schon. Aber soweit passt alles, gell Christa? Ja. So vom Höhenprofil her haben wir das eingeteilt in 3 solche Sporne irgendwie. Den ersten Sporn haben wir jetzt schon. Und dann kommt noch ein zweiter, der ist ein bisschen höher. Und dann kommt halt vor Kloster Andechs nochmal die Steigung. So, eine kleine Pause, ne, für die Christa und für mich. Ganz kurz mal eine Kaffeepause und Kaffee halt, ne? Und Riegel. Ja. So, wir hatten jetzt einen der berühmten Kaffeestopps, ne? Von der Christa, ne? Und jetzt geht's aber auch gleich weiter. Aber ich habe nicht gemotzt. Nein, und ich habe auch nicht gemotzt, ne? Wir haben halt einfach nur eine kurze Pause mit mitgebrachtem Kaffee, um uns genau, um die Christa ein bisschen zu tunen. Ne? So, jetzt ist mal kurz Zeit, mal kurz was am Rande zu erzählen. Und zwar, nachdem wir einige Bugs gefunden haben in Judeskreib, habe ich jetzt Kontakt mit den Entwicklern aufgenommen.
Und ich habe jetzt Zugriff auf die Development-Version, also die kommende Version von Uniscribe, die anscheinend auch mit AI arbeitet, also mit KI. Aber ich habe gelegentlich mal Calls mit denen, denn die wollen natürlich nachvollziehen, welche Probleme ich habe beim Erstellen der Deskription und was da nicht funktioniert. Also Leute, da gibt es Fortschritt zu berichten. Kilometer 19,7 oder so. Und bis jetzt muss ich sagen, war es nicht weiter schlimm für uns. Also so von den Steigungen her ist es nicht zu vergleichen mit dem, was wir in der Fränkischen Schweiz machen. Also von daher sind wir erstmal guter Dinge. Ne? Und wir steuern jetzt praktisch den VP vor dem Kloster Andechs dann an. Oh, sag mal Christa, ne? Also ich laufe ja echt nur, ne? Und ich suche ja auch so ein paar Alternativsportarten. Ich habe jetzt zum Beispiel Bouldern mal probiert, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin da zu alt, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Aber Christa, was magst du denn so? Also ich gehe nebenbei noch schwimmen, meistens einmal die Woche und im Sommer auch zweimal die Woche, weil es mir auch wichtig ist, die anderen Körperpartien, die Armmuskulatur auch ein bisschen aufzubauen. Aha. Aber jetzt, wenn wir schon beim Thema Schwimmen sind. Schwimmen, okay. Es gibt ja die Sportlerbahnen im Schwimmbad. Da schwimme ich natürlich nicht, weil ich schwimme jetzt nicht so arg schnell. Ja. Und diese normale Bahn, wo sich alle anderen teilen, da schwimmen meistens die Leute immer auf der rechten Seite hin und dann auf der Rückseite, also immer im Kreis. Jawohl. Auf der Rückseite auch. So, jetzt wenn manche Leute rückwärts schwimmen und Schmetterling machen, die sehen mich ja dann nicht, weil ich blind bin. Und ich schwimme ja nur auf einer Seite hin und auf derselben zurück. Das ist natürlich problematisch, weil dann nicht nur ich blind bin. Ich habe eine Badekappe mit den 3 gelben Punkten auf, damit man mich schön sieht. Aber da habe ich immer wieder Konfliktsituationen und ich weiß nicht, wie ich entspannt schwimmen kann, ohne dass ich andere nerve und ohne dass mich andere immer anmotzen, weil ich weiß ja nicht, habt ihr eine Idee? Wie könnte ich das besser machen? Wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber was ich schon jetzt weiß ist, die Probleme haben wir beim Wandern nicht. Nee, genau. So Leute, angeblich ne, ist ja so, dass heute auch Prominenz da ist ne, bei diesem Marsch. Ich glaube, der Stefan vom Kanal Wandermann nimmt auch teil. Und der ist, ja, ich glaube 20 Minuten nach uns gestartet. Wir haben den bisher noch nicht gesehen, aber die Christa will den unbedingt sehen, den Stefan. Ne? Ich will einmal in meinem Leben einen Star sehen. Und da schauen wir mal, ob wir das einrichten können. So, nachdem wir ja den ersten VP mehr oder weniger ausgelassen haben und der zweite VP ist ja doch ein bisschen weiter weg, aber wir laufen jetzt hier einfach in der Talsohle bis zu dem VP und da machen wir mal eine gescheite Pause. Ne? Jawohl. Jawohl. Da kann ich mich dann auch bei der Dreh melden. Genau. Kannst dich bei deiner Schwester melden. Ja, und danach geht es praktisch rauf Richtung Kloster Andechs dann. Und so wie ich das sehe, ist das wirklich der heftigste Anstieg dann. Ja Leute, es zieht sich doch ganz schön hin bis zu dem VP. Ja. Aber da müssen wir halt jetzt durch. Schauen wir mal. Wobei, da hinten ist er, glaube ich. Ja, da hinten ist er. Ein paar 100 Meter weiter. Jawohl, scheiß Brötler. Jawohl. Cola. Angekommen bei VP 2.
Da machen wir jetzt die erste richtige Pause. Nicht ewig, aber halt ein bisschen besser als sonst. Und dann sprudelt es. Und das ist nur aus natürlichem Die Christa hat gleich ein Geschenk gehabt, ne? Super. Genau, hier. Ja, also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Heute sind wir noch auf dem Campingplatz, kommen morgen heim. Das heißt, das Jawohl. Sonntagabendbad wird hiermit. Alles klar. Kannst du auch was auf unseren Film sagen? Natürlich kann ich, ja. Also wenn wir gemeinsam eine Ansprache machen, also die Kamera läuft jetzt gerade, von daher, wir labern gerade schon rein. Ja. Cool. So, wir haben jetzt also die Pause hier bei VP2 beendet. Es sind alle zufrieden, oder? Es gab veganes Hotdog und normales Hotdog und wir haben die Flaschen, die Wandertrinkblasen sind aufgefüllt und Es gab Cola. genau. Und da geben wir und hauen wir uns jetzt noch eine Cola rein und dann gehen wir auch weiter, ne? Weil wir wollen ja weiterkommen. So, dann kommt jetzt dann der Aufstieg nach Andex. So, zugegeben, hier geht es ein wenig hinauf, ne? Aber Leute, das ist immer noch verglichen mit dem, was wir in der Fränkischen hatten, ist das nicht vergleichbar. Geht aber alles, ne? Geht alles, oder? Alles super. Ja. Ne? Jawohl. So, wenn du auch noch Single trailen kannst, dann machen wir noch weiter. Ja. Weil das würde zwar theoretisch schon wieder so gehen, aber besser ist ein bisschen matschig. Genau. Und ein bisschen matschig. Ansonsten passt es. So, 30 Kilometer. Jawohl, aber wir machen gleich weiter, ne? Das ist so ein, mein Gott. Leute, wir müssen ja zugeben, wir sind unvorbereitet, ne? Ja, total. Also wir haben ja jetzt in letzter Zeit so viele Videos produziert, da hatte ich keine Zeit, mich ein bisschen thematisch vorzubereiten für den Mammutmarsch, ne? Und deswegen können wir jetzt da nicht so viel reden, aber dieser See, den wir jetzt ja hier gerade vor uns haben, ein Waldsee ist es. Ach, Christa, schön jetzt Single Trail beibehalten, ne? Mir genau folgen, da ist eine Holzbrücke ohne Geländer. Wir gehen drüber und sind drüben. Und sind drüben. Hätte gerne ein Bikini dabei gehabt jetzt. Ja, hier eine Wurzel. Wie cool das hier ist. Wir müssen nicht mehr im Single Trail. Ich So, würde jetzt gern da reinhupfen. wir haben jetzt hier so. Ja Leute, wir haben ja auch schon gesehen, ne, dass unser letztes Video, das 100 Abo-Video, das geht ganz schön, also gemessen an unseren Standards geht es ganz schön durch die Decke. Ne? Wir müssten eigentlich gar nicht mehr wandern, ne? Wir könnten eigentlich jedes Mal Müll sammeln. Ne? Dann passt die Sache. Ne? Ja. Es gibt ja auch schon wieder neue Abonnenten, also vielen, vielen Dank Leute. Ne? Vielen Dank. Das ist spitze. Ich mache diesen Mammutmarsch in Gedenken an den Lucky. Das ist meine Katze, der ist 16,5 Jahre geworden. Der ist am Montag über die Regenbogenbrücke gegangen. Das war mein Seelenkater. So Leute, landschaftlich sicherlich einer der Höhepunkte von der Route ist jetzt hier oben diese Hochebene mit dem Blick auf den Ammersee. Ich schau mal, ob ich das einfangen kann. Jawohl. So Leute, es läuft weiterhin gut. 1,6 Kilometer von Andex entfernt. Da müsste dann eigentlich nochmal ein VP sein. So, ich glaube, da geht es jetzt zum Kloster Andex. Auch wenn ich nicht ortskundig bin, wage ich das zu behaupten. Und da kommen jetzt dann ein paar Treppen auf uns zu. So, pass mal auf. Wurzeln kommen jetzt, ne? Ich spüre, du bist durch. Passt. Und jetzt geht es halt ein wenig bergauf, ne? Ja. Aber nicht lange. Geht's? Ja. Okay, und nochmal ein U. Und dann normalisiert sich dieser Weg schon wieder und wir haben den gemeistert. Stufe, 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 Stufe,
Stufe. Na klar, das waren jetzt halt noch ein paar Stufen, ne? Ja. Aber die Christa ist immer bemerkenswert gut bei so geregelten Stufen, wenn die also gebaut worden sind. Ne? Das ist so, dass ich da jedes Mal Angst um die Christa habe, wenn wir zum Beispiel an Bahnhöfen die Treppen runtergehen. Aber Fakt ist, das kann die Christa super. Du kannst super anzeigen. Und hier, liebe Leute, ist dann der nächste VP. So, hier kommen jetzt Treppen. Ne? Pass auf. Die von vorhin? Stufe. Willst du links ein Ding haben? Ja. Ja, dann geh mal da rüber. Vorhin? Nein, das sind andere. Schau mal, da drüben, jawohl. Okay, und jetzt kannst du hier, die Stufen sind aber gleichmäßig. Das sind lange Stufen, aber die sind gleichmäßig, kein Problem, glaube ich. So. So, genau. Und jetzt geht's weiter, weiter, weiter. Und jetzt hier. Genau, Stufe. Stufe, 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 Stufe. So Leute, wir gehen jetzt bald auf die 40 Kilometer zu. Wir laufen jetzt hier schon die ganze Zeit mit dem Stefan rum und haben uns mal unter YouTubern so ein bisschen so unterhalten. Ne? Ist auch mal ganz interessant. Und RL, Real Life. genau, und wisst ihr was? Es ist wirklich so, es klappt für uns. Wir haben ein bisschen Schiss gehabt, weil wir Distanz schon so lange nicht mehr gemacht haben. Aber es scheint zu klappen, oder Christa? Jawohl. Jawohl. So, die Herde geht links weg. Das hier ist der bisher angenehmste VP, muss ich sagen. Ruhige Stimmung hier, kein Stress, alles schön. Und wir sitzen hier einfach mal im Schatten, im Gras. Wunderbar. Geil, Ne? die Beine aus. Top, ne? Und jetzt haben wir dann auch nicht mehr so viele Leute. Also wir sind jetzt wirklich über alle Zweifel erhaben, oder? Ja. Ist super, alles klar, Leute. So, also dieser wunderbare VP hier, der ist echt wunderbar, der VP4. Ein Traum gewesen, Leute. Hier gibt es auch alles. Hier gab es auch wieder Gewürzgurken. Ne? Und jetzt haben wir der Christa nach so einem kleinen Krampf. Ne? Haben wir jetzt Klein ist gut. wir haben jetzt ein bisschen Magnesium nachgeladen, also kein Problem, Leute. Nö. Ne? Und jetzt laufen wir weiter. Ne? Alles klar, let's go. So, Christa, wie geht's dir denn jetzt? Gut. Bei Kilometer, was haben wir jetzt? 44 oder Ja, so 45? 45. Wie geht's dir? Gut. Mhm. Ich hatte nur einen echt blöden Krampf, aber der ist jetzt weg. Jawohl. Und ich glaube, auf einer Ferse kriege ich eine Blase, aber mir geht's gut. Okay. Und dir? Wir kriegen das alles in den Griff. Ja, mir geht's halt. Schlechten Leuten geht's immer gut, Leute. Wie schön. Noch 5 Kilometer. Und ja, Christa ist jetzt schon ein bisschen erschöpft, ne? Au weh. Dann müssen wir halt eine Pause machen. So, also interessant, die Christa hat sich wieder erholt irgendwie, ne? Ja. Also was heißt erholt? Wir haben es halt so wieder hergestellt, ne? Das Power geht halt wieder. Das Das schmeckt so eklig. Dass wir das jetzt packen, ne? Und wie beim Nürnberger Marsch gab es halt jetzt auch mal wieder so ein Powergel, ne? Ja. Was uns gerettet hat, ne? Ja. Okay. Aber soweit bin ich trotzdem noch zufrieden. Und du auch, glaube ich. Das passt schon. Ja. Haben wir super gemacht bisher. Ich möchte mich bei meiner Zwillingsschwester, bei meiner Mama und bei meinem Freund für die ganze Motivation bedanken. Haha, okay, alles klar. Dann sind die Grüße hiermit ausgerichtet, ne? Ja. Auf den letzten Metern werden wir hier noch mit so einem schönen Ausblick belohnt. Fantastisch. Schaut euch das an. Hoffentlich fängt die Kamera das ein. Da hinten die Alpen. Schön, ne? Die Wellen vom See. Wunderbar. Ja, Leute, wir sind mal wieder ne? Ganz schön durch. Ne? Ja. Also ist doch noch ein Breakdown gekommen bei uns. Aber ja, Mai, so ist es halt jetzt. Ne? Ja. Wir schaffen das jetzt trotzdem. Auf geht's! Ja! Auf geht's!
Wuhu!